Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Ukulelentest. In diesem Video möchte ich euch 12 Ukulelen in einer kurzen klanglichen Gegenüberstellung zeigen. Außerdem habe ich für jede dieser Ukulelen noch einen weiteren ausführlichen Testbericht gemacht. Für diese Berichte gibt es jeweils für jede Ukulele ein eigenes Video, zu dem ich dann jeweils einen Link einblende. Hier möchte ich auch eine gewisse Hilfestellung für Neueinsteiger geben, die gerne ihre erste Ukulele kaufen möchten. Jedenfalls sollte man für das erste Instrument mindestens darauf achten, dass es gut spielbar und vernünftig eingestellt ist, denn sonst kann man sich den Spaß am Spielen gründlich verderben. Ich habe daher vor allem Ukulelen in der Preisklasse zwischen 50 und 200 Euro ausgewählt. So viel sollte man schon bereit sein auszugeben, wenn man es ernst meint. Um eine Orientierung nach oben und unten zu geben, sind außerdem noch 2 High-End-Instrumente und eine ganz billige Ukulele dabei. Bevor es losgeht, möchte ich aber noch ein paar wichtige Hinweise geben. Erstens, viele Ukulelenmodelle unterliegen einer nicht zu unterschätzenden Serienstreuung. In diesem Test kann ich natürlich nur die Ukulelen beurteilen, die ich tatsächlich da habe. Es kann daher sehr gut passieren, dass ich hier eine Ukulele als hervorragend beurteilt habe, man sich dasselbe Modell dann kauft und feststellen muss, dass sie leider doch nicht so toll ist. Das Umgekehrte kann ebenso passieren. Die Serienstreuung ist meiner Erfahrung nach vor allem bei billigen Modellen mit insgesamt schlechter Verarbeitungsqualität eher groß. Die Erfahrung zeigt auch, dass Modelle mit hoher Serienstreuung oft in Billiglohnländern hergestellt wurden. Zweitens. Die Qualität der Saiten hat einen großen Einfluss auf Intonation und Klang einer Ukulele. Bei ganz billigen Modellen sind meistens sehr schlechte Saiten drauf, die man unbedingt wechseln sollte. Aber leider haben auch hochwertige Saiten eine nicht zu unterschätzende Serienstreuung. Es kann also leicht passieren, dass eine hervorragende Ukulele mit Qualitätssaiten schief klingt, weil eine der Saiten nicht in Ordnung ist. Sowas habe ich öfters mal gesehen. Man sollte also immer berücksichtigen, dass ein Problem auch an den Saiten liegen kann und dass man auf keinen Fall an den Saiten sparen darf. Besser eine preiswerte Ukulele mit guten Saiten als eine teure mit schlechten, zum Beispiel weil eine defekte Saite nicht ersetzt wurde. Drittens. Ukulelen, vor allem die besseren teureren, sollten vor zu trockener Witterung geschützt werden. Sind sie lange Zeit einem sehr trockenen Klima ausgesetzt, kann es zu allen möglichen Schäden kommen, da sich das Holz zusammenzieht. Risse im Korpus, eingefallene Decken oder dass die Kanten der Bünde am Rand des Griffbretts auf einmal kratzig werden, da kann sehr viel passieren. Wurde eine gute Ukulele lange Zeit sehr trocken gelagert, wird sie danach wahrscheinlich nicht mehr gut sein, sondern kaputt. So, genug der Rede, los geht's mit dem Klangvergleich.